Der VfB Stuttgart zu Hause in der Europa League gegen Young Boys Bern aus der Schweiz. Holt sich der VfB mit einem Sieg jetzt das direkte Europa League Achtelfinale. Ja, hallo liebe VfB Stuttgart, aber auch Young Boys Bern Fans. Grüße gehen raus in die Schweiz. In diesem Video gibt es meine Stuttgart Europa League Prognose für das Spiel jetzt am Donnerstag gegen Bern. Dabei spannende Fakten zu beiden Teams. Natürlich wie immer auch die mögliche Sebastian Hoeneß Aufstellung für den VfB und dazu auch im Video die mögliche Aufstellung für Bern von Trainer Gerardo Seoane. Wenn dir meine Prognose gefallen hat, lass gerne einen Daumen hoch da, abonniere Werners Fußballecke, aktiviere die Glocke, dass du auch kein Stuttgart-Video mehr von mir verpasst. Ja, und was tippst du für Stuttgart gegen Bern? Ab damit in die Kommentare. So, bevor wir uns gleich wie immer ausführlicher über die VfB-Aufstellung unterhalten, beziehungsweise natürlich auch kurz über die Bern-Startelf reden werden, schauen wir uns noch ein paar sehr interessante Infos zu dieser Partie an. Natürlich ganz wichtig, wo steht Stuttgart und Bern aktuell in der Europa League-Tabelle? Aktuell steht der VfB ja mit 12 Punkten und einer doch sehr guten Tordifferenz von plus 5 Toren auf Platz 13. Gerade die Tordifferenz wird bei der Abrechnung um die Top 8 nach dem 8. Spieltag sehr wichtig werden. Das heißt, gewinnt Stuttgart jetzt gegen Bern, hat man super Chancen, unter den besten 8 Teams der Europa League Tabelle zu langen und somit das Achtelfinale direkt zu erreichen. Gut, die Playoff-Spiele für das Achtelfinale, die hat Stuttgart jetzt schon mal sicher, egal wie die Partie gegen Young Boys Bern endet. Aber auch die Gelb-Schwarzen bzw. Bern kann zumindest mit aktuellen 9 Punkten um Platz 23 die Playoff-Spiele erreichen. Gut, mit einem Sieg jetzt in Stuttgart wäre das sicher, aber okay, das wird mal nicht so einfach. Und bei einem Unentschieden von Bern beim VfB könnte es knapp werden. Also ja, der BSC müsste eigentlich auch gewinnen, um auf der sicheren Seite zu sein. Bei dieser Konstellation beider Teams erwartet uns eine mega spannende Partie. Hier sehen wir auch noch mal kurz die Spiele von Stuttgart und Bern in der Europa League. Das Positive schon mal für alle VfB-Fans: Stuttgart hat seine 3 Heimspiele in der Europa League alle gewonnen, dazu im Schnitt 2,6 Tore pro Heimspiel erzielt. Dazu ist das Team von Trainer Sebastian Hoeneß stark im eigenen Stadion aktuell in dieser Saison. In der Bundesliga gewann man 6 von 9 Heimspielen, die einzigste Niederlage, war gegen die Bayern. Also ja, Stuttgart hat eine sehr große Chance jetzt, das Achtelfinale der Europa League doch noch direkt zu erreichen. Jetzt zählen aber auch nur 3 Punkte bzw. ein Sieg am Donnerstag. Daher ist das wie ein echtes Finale, allerdings für beide Teams. Gut, Bern hat die letzten 2 Auswärtsspiele in der Europa League verloren. Dazu hat das Team von Trainer Gerardo Seoane die letzten 4 Ligaspiele ebenfalls alle verloren. Und das mit einem Torverhältnis von 4:14 Gegentoren. Also ja, Young Boys Bern steckt aktuell schon in einer echten Krise. Denn in der BRAC Super League liegt Bern mit 29 Punkten aktuell aus 21 Spieltagen nur auf Platz 6 von 12 Teams insgesamt. Mit aktuell 40 Ligatoren hat man zwar die zweitbeste Offensive in der Schweiz, ja, aber auch mit 45 Gegentoren nach 21 Spielen hat Bern aber auch die zweitschlechteste Abwehr aller 12 Vereine. Ganz interessant dabei, mit Stürmer Chris Bedia aktuell 12 Saisontore in der Schweiz, führt ein Young Boys Spieler die Torjägerliste in der Liga an und mit 11 Toren liegt mit Offensiv-Mittelfeldspieler Christian Fasnacht ein weiterer Bern-Spieler auf Platz 2. Gut, zu den Young Boys Bern Aufstellungen ja gleich mehr im Video. Hier sehen wir gerade die erfolgreichsten Spieler von Stuttgart und Bern, was die Tore in der aktuellen Europa League bis jetzt angeht. Ja, beim VfB
ist es ja El Kanouche mit seinen 3 Toren bzw. Bouhanani und Leveling mit jeweils 2 Toren bis jetzt. Aber ja, Deniz Undav mit nur einem Tor im Vergleich zur Bundesliga, 15 Spiele dort, hat er 11 Tore erzielt. Mein Tipp aber jetzt schon mal, Undav wird mindestens ein Tor jetzt gegen Bern erzielen. Bei Bern ist es der linke Mittelfeldspieler Joel Montero mit 3 Treffern bis jetzt der erfolgreichste Torschütze in der Europa League. Während der VfB Stuttgart immerhin 12 Tore in den letzten 7 Europa League Spielen erzielt hat, sind es allerdings nur 8 Tore bei Young Boys Bern. Dazu hat der VfB 7 Gegentore kassiert und Bern immerhin schon 13. Also nochmal, wenn Stuttgart dieses wichtige Spiel so konzentriert angeht wie die letzten Bundesligaspiele, ja dann sollte das direkte Erreichen des Achtelfinales drinne sein. So, bevor wir uns gleich ausführlicher über die mögliche Sebastian Hoeneß Aufstellung für das Europa League Spiel am Donnerstag unterhalten, schauen wir uns kurz die mögliche Startelf von Young Boys Bern Trainer Gerardo Seoane an. Damit Jakin Hadjam, der eigentliche Linksverteidiger, leider länger ausfällt, spielt Kapitän und eigentlich Innenverteidiger Loris Bento in den letzten 2 Spielen für Bern diese Position, also daher hier auch bei mir, ist er dort gesetzt. Dazu hat sich jetzt auch noch im letzten Ligaspiel gegen Thun Rechtsverteidiger Wayne Andrews einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt natürlich damit leider länger aus. Daher setze ich dort auf Sadi Janko, der normalerweise dort die meisten Spiele auf dieser Position gespielt hat. Das Mittelfeld hier wäre genau dieselbe Formation wie beim letzten Ligaspiel gegen den FC Thun am Sonntag, was man allerdings mit 4:1 verloren hat. Gut, für Montero könnte auch Alan Virginio spielen, der immerhin den einzigen Treffer gegen Thun erzielt hat. Und natürlich gehören für mich auch Spielmacher Edimilson Fernandes, ja, er kam aus Mainz mit bislang 6 starken Torvorlagen, wie aber auch Christian Fastnacht 12 Tore, 6 Torvorlagen und Stürmer Chris Bedia mit 17 Toren und 4 Vorlagen bis jetzt in 31 Spielen auf jeden Fall in die Startelf für das Spiel in Stuttgart. Also ja, das wäre meine Young Boys Bern Aufstellung für das wichtige Europa League Spiel am Donnerstag. Ja, liebe Bern-Fans, wie würdest du die Young Boys aufstellen? Ab damit in die Kommentare. So, und nun, liebe VfB-Fans, schauen wir uns die mögliche Stuttgart-Aufstellung von Trainer Sebastian Hoeneß genauer an. Klar, sollte man ein Winning-Team wie jetzt beim 3:0-Sieg in Gladbach nicht unbedingt ändern. Aber klar ist auch, Nicolas Nathai darf ja in der Europa League schon mal nicht spielen bis jetzt. Daher wird sich die Hoeneß Startelf daher schon mal automatisch ändern. Ich würde inklusive Torwart Alexander Nübel ebenfalls im 4-2-3-1 System spielen lassen. Für mich persönlich immer noch die beste VfB-Formation, was die Stärke der Spieler bzw. deren besten Positionen angeht. Also ja, daher für mich auf links in der Abwehr gesetzt Maximilian Mittelstädt. Immerhin schon mit 4 Toren und 5 Torvorlagen in dieser Saison, beziehungsweise halt bessere Werte auf dieser Position wie Ramon Hendricks mit 2 Torvorlagen. Klar, Hendricks gehört in den letzten VfB-Spielen mit zu den besten Spielern, aber ich sehe ihn mehr in der Innenverteidigung. Daher setze ich auch hier in der Innenverteidigung halt auf Hendricks und natürlich Jeff Chabot. Und auf rechts sollte Joscha Wagnumann von Anfang an starten. Ganz interessant, mit Wagnumann in der Startelf hat Stuttgart die letzten 6 Bundesligaspielen nicht verloren. Dazu hat natürlich Hoeneß noch die Option mit Finn Jeltsch anstatt Ramon Hendricks. Oder ja, er lässt mit beiden Spielen wie dann jetzt gegen Gladbach. Aber das hier wäre schon mal meine VfB-Abwehr für Donnerstag. Also mit 2 sehr starken Innenverteidiger, gerade was den Zweikampf angeht, und dazu mit Mittelstädt und Wagnumann, die immerhin zusammen schon 9 Tore aufgelegt bzw. 6 Tore erzielt haben. Und auf der 6er bzw. zentralen Mittelfeldposition sind für mich diesmal Angelo Stiller und Atakan Karasor gesetzt.
Stiller, der leider gegen Rom nicht spielen konnte, war mit der beste Spieler jetzt beim Sieg in Gladbach. Er legt hier auch zum Beispiel das 3:0 auf für Deniz Undav. Und ja, mit Kapitän Karasor in der Startelf hat der VfB von den letzten 8 Spielen, ob Bundesliga oder Europa League, 7 Spiele gewonnen. In der Bundesliga gibt es fast kaum eine bessere Mittelfeldachse als diese beiden. Dazu würde ich jetzt gegen Bern mit Chris Führig auf links und Jamie Leveling auf rechts starten. Nach seiner Einwechslung in der 60. Minute wurde Führig noch mit zu einem der besten VfB-Spieler gegen Gladbach. Dazu hat er immerhin auch 2 Torvorlagen und 2 Tore in den letzten 6 Bundesligaspielen erzielen können. Gut, und Leveling ist aktuell mit der beste VfB-Spieler in dieser Saison. Er erzielte das wichtige 1:0 in Gladbach. Das war immerhin sein 7. Tor in bis jetzt 29 Saisonspielen, dazu aber auch mit 7 starken Torvorlagen. Damit ist Leveling zusammen mit Stiller der beste Torvorlagengeber in Stuttgart. Ja, und ich hoffe, dass Afrika-Rückkehrer El Kanouch wieder bereit ist für die VfB Startelf. Seine Spielideen, Passstärke, aber auch Torgefälligkeit sind mega wichtig für das Team, gerade in so einem wichtigen Spiel wie jetzt am Donnerstag. Denn mit 6 Toren, aber auch 6 Torvorlagen hat er schon echt gute Werte für einen Neuling, beziehungsweise erst in seinen 24 VfB-Spielen bis jetzt. Dazu muss Deniz Undav, egal wo, in die Startelf jetzt. Gegen Young Boys müssen Tore her, wenn man das Achtelfinale noch direkt erreichen will. Und ja, Undav macht die Tore. Er wurde gegen Gladbach in der 61. Minute eingewechselt. 13 Minuten später erzielte Undav das 3:0 zum Endergebnis. Damit hat Deniz Undav in den letzten 15 Spielen Bundesliga, DFB-Pokal und Europa League 12 Tore erzielt, wie aber auch 5 Torvorlagen gegeben. Also wenn Undav nicht mit zu WM gehört, dann Prost Mahlzeit. Ja, er gehört auf jeden Fall jetzt in die VfB Startelf. Dann hat natürlich Trainer Sebastian Hoeneß noch mit Ermin Demirovic einen weiteren Startelf-Option zusammen mit Undav von Anfang an oder klar, je nach Spielstand für die zweite Hälfte. Ebenfalls eine Option für eine Einwechslung und frischen Power nach vorne in Halbzeit 2, Buonanni für rechts außen. Immerhin mit 2 Toren und einer Vorlage in der Europa League. Also ja, liebe Stuttgart-Fans, das hier wäre meine VfB-Startelf für das wichtige Heimspiel jetzt gegen Young Boys Bern in der Europa League. Wenn das Hoeneß-Team jetzt Bern nicht unterschätzt und genauso fokussiert und konzentriert spielt, gerade wie in den letzten Bundesligaspielen, seine eigenen Stärken aufspielt, gerade über die Flügel und auch mit, ja, Deniz Undav vorne, wird man dieses Spiel auch gewinnen können und sich doch noch direkt für das Europa League Achtelfinale qualifizieren. Aber ja, es muss jetzt ein Sieg her am Donnerstag. Und ja, mein Europa League Tipp für Stuttgart gegen Young Boys Bern ist ein klarer 4:1 Sieg für den VfB. Also liebe Stuttgart und Bern-Fans, was tippt ihr für dieses wichtige Spiel? Ab damit in die Kommentare. Dann drückt euren Teams am Donnerstag die Daumen, bleibt sportlich und wir sehen uns. Tschüss.